Hallo Leute! Heute möchte ich einen Vlog über meine heutigen Aktivitäten machen und ich werde versuchen, langsam und deutlich zu sprechen, damit alle Lernenden, auch Anfänger, verstehen, was ich sage und von diesem Video lernen können. Genau das mache ich in diesem Kanal. Ich unterrichte Deutsch indirekt über Vlogs. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese. Okay, ich finde diese Methode selbst sehr nützlich, aber ich hoffe, sie ist für euch auch nützlich. Und einige von euch haben unter meinen vorherigen Beiträgen kommentiert und nach längeren Videos gefragt. Deshalb wird unser Video heute etwa länger als sonst. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, mir ist gerade aufgefallen, dass der blaue Fleck in meinem Gesicht im Video zu sehen ist. Ich muss etwas erklären. Vor 3 Tagen war ich zur Hauttherapie beim Dermatologen und der blaue Fleck in meinem Gesicht ist auf die Carboxytherapie zurückzuführen. Okay. Ich weiß, dass es schlecht für den Magen sein kann, aber das Erste, was ich jeden Morgen trinke, ist eine Tasse Kaffee. Das versüßt mir den Tag. Wir haben ein paar Pflanzen auf unserem kleinen Balkon gepflanzt. Hier sind ein paar Minzpflanzen und hier ist ein kleines Erdbeerbeet. Wir gießen es fast jeden Tag und wir haben auch eine reife rote Erdbeere, die zum Pflücken bereit ist. Ist das nicht süß? Heute ist tatsächlich ein wunderschöner Tag. Die Vögel singen und die Sonne scheint. Deshalb habe ich beschlossen, meinen Morgenkaffee draußen auf dem Balkon zu trinken. Ich beginne meinen Tag fast immer mit Lesen und Kaffee trinken. Einmal riet mir ein Therapeut, meinen Tag mit meiner Lieblingsbeschäftigung und ohne Stress zu beginnen. Und seitdem mache ich das. Okay, jetzt bin ich bereit für meinen Schreibkurs. Jeden Donnerstag habe ich einen 3-stündigen Schreibkurs. Wenn ihr euch meine vorherigen Videos angesehen habt, habe ich von meiner Leidenschaft für das Schreiben erzählt. Ich schreibe ab und zu Kurzgeschichten, aber ich lerne immer noch besser zu schreiben. Und mein Ziel ist es, eines Tages eine erfolgreiche Autorin zu werden. Ich gehe jeden Tag spazieren, weil ich mit meinem Hund Gassi gehen muss. Aber jetzt ist das Wetter im Frühling perfekt und die Bäume, die Blumen, die Natur geben mir so ein gutes Gefühl, dass das Spaziergehen wie eine Therapie für mich wirkt. Ja, er baut Stress ab und hebt meine Stimmung. Geht ihr auch spazieren? Windig geworden und jetzt ist es kühl.
Der Frühling ist so eine verrückte Jahreszeit. In einem Moment scheint die Sonne und im nächsten wird es kalt und windig oder es regnet sogar. Wie sind wir hier gelandet? Ich weiß es wirklich nicht. Ich liebe es einfach, hier mit all diesen Büchern zu sein. Nach einem ziemlich langen Spaziergang ist es nun Zeit für ein gutes Mittagessen. Ich hatte keine Lust zu kochen, also beschlossen wir in einem Restaurant zu essen. Ich habe mich geduscht und jetzt ist es Zeit für die Arbeit. Ich arbeite jeden Tag zu Hause. An manchen Tagen habe ich Online-Sprachkurse. An manchen Tagen erstelle ich Inhalte für YouTube und Instagram. An manchen Tagen mache ich Offline-Deutschkurse. Und an manchen Tagen korrigiere ich die Hausaufgaben meiner Sprachschüler. Zurzeit mache ich einen Vokabelkurs und bin ziemlich beschäftigt. Unterrichten und Erstellung von Lernmaterialien und Lerninhalten haben mir immer geholfen, deutsche Wörter und Strukturen zu wiederholen. Ich habe Deutsch im Iran gelernt und war noch nie in Deutschland. Und obwohl ich ein C2 Goethe-Zertifikat habe, muss ich noch lernen und wiederholen. Andernfalls vergesse ich viele Wörter. Unterrichten, deutsche Romane lesen, Podcasts hören, deutsche Serien schauen und andere ähnliche Aktivitäten helfen mir, diese Sprache nicht zu vergessen und meine Sprachkenntnisse sogar zu verbessern. Wenn ihr auch in eurem Heimatland Deutsch lernt, müsst ihr ständig üben und mit dieser Sprache in Kontakt bleiben. Und jetzt lese ich ein paar Seiten dieses englischen Kurzgeschichtenbuchs, das ich liebe. Ich muss auch englische Bücher lesen, denn neben Deutsch muss ich auch Englisch und Französisch wiederholen. Das sind die anderen Sprachen, die ich kenne, und wenn ich sie nicht wiederhole, vergesse ich sie vielleicht. Dieses Buch eignet sich auch sehr gut zum Erlernen von Schreibtechniken und es ist sehr interessant. Wir haben zu Abend gegessen und jetzt isst Pani, meine Hündin, ihr Abendessen. Nach einem langen Tag brauchen wir einfach etwa Ruhe. Mein Mann und ich schauen hier fast jeden Abend Serien und Filme. Das ist unsere Art zu entspannen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet ein paar deutsche Wörter lernen und wiederholen. Leider ist es kein langes Video geworden. Ich kann anscheinend keine langen Videos machen. Aber wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.